Ist Putin gefährlicher als Hitler? Antwort auf die erste Frage: Ich denke, ja, Putin ist gefährlicher als Hitler. Nehmen wir mal die Fakten. Adolf Hitler hatte seit seiner Machtergreifung 1933 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 genau 12 Jahre Zeit zu agieren. Und dann war er wieder erledigt. Wladimir Putin ist jetzt bereits seit 25 Jahren in Russland an der Macht und ist also ein Diktator, ein Langzeitdiktator. Wir sollten ihn übrigens als Diktator bezeichnen und nicht als Präsidenten. Das nur ganz nebenbei. Das Wort Präsident Putin, da zucke ich jedes Mal zusammen, wenn ich das höre. Putin ist ein absoluter Diktator. Adolf Hitler war ein Gefreiter, ein Autodidakt. Wladimir Putin hingegen ist ein Verbrecher und ein KGB-Offizier, ein geschulter KGB-Lügner. Der hat die ganzen psychologischen Tricks vom KGB von der Pike auf gelernt. Er ist als Schulhofschläger, als Hinterhofschläger bereits sozialisiert worden in St. Petersburg und hat diese ganzen kriminellen Kenntnisse durch sein ganzes Leben hindurch weitergetragen. Wir müssen uns einfach mal anschauen, welche Aktionen Wladimir Putin macht. Und da kommen wir tatsächlich zum Schluss: Wladimir Putin ist ein Krimineller. Aber er ist vor allem ein geschulter KGB-Offizier und ein Lügner und ein Manipulator. Und er ist skrupellos. Er räumt seine Gegner aus dem Weg. Und das macht er bereits seit 25 Jahren. Und er ist immer erfolgreich gewesen und hat immer mit seinen militärischen Aktionen keine Gegenreaktion hervorgerufen. So wie Adolf Hitler auch, aber Wladimir Putin macht das bereits seit viel längerem. Drittens, Adolf Hitler hatte noch nicht solche Medien zur Verfügung, wie das heute Wladimir Putin hat. Adolf Hitler, bei dem gab es gerade das Radio und das Kino und natürlich die Zeitung auch. Er hat seine Medien gleichgeschaltet. Wladimir Putin hat das Internet und er hat es geschafft, die ganze Welt zu verdrehen oder auf seine Seite zu ziehen. Das hat Adolf Hitler nicht geschafft. Also das Internet ist keine demokratische Einheit, sondern das Internet ist eine gigantische Verwirrungsmaschine. Wir haben aber alle geglaubt, das Internet sei eine gute und demokratische Sache. Und das ist es auch. Allerdings ist die Menge der Fehlinformationen, der Falschinformationen so groß geworden, dass die Wahrheit in dem ganzen Wust von Lügen und Verwirrungen und Verstrickungen untergeht. Die Welt war also damals in einem besseren Zustand, weil sie nicht so infiltriert war von Adolf Hitler, wie das heute Wladimir Putin mit der ganzen Welt macht. Dank des Internets. Viertens. Adolf Hitler hat es nicht geschafft, die Welt umzudrehen und auf seine Seite zu ziehen, und er hatte nicht so viele Verbündete weltweit. Fünftens. Wladimir Putin hat Atombomben und Atomraketen. Das hatte Adolf Hitler nicht. Er hat es geschafft, die deutsche Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umzustellen, und alle brillanten Köpfe, die das Deutsche Reich damals zu bieten hatte, Wernher von Braun. Wladimir Putin hat einen Fundus aus dem Arsenal der Sowjetunion. Das Wichtigste dabei sind die Atombomben. Sechstens. Adolf Hitler hatte Verbündete, das war der japanische Kaiser Hirohito, aber insgesamt hatte Hitler nicht mehr so viele Verbündete, sondern hat ganz allein gekämpft. Jetzt Putin hat es geschafft, den Hauptgegner, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, auszuschalten, indem er es geschafft hat, den Präsidenten auszutauschen durch einen ihm wohlgesonnenen und willfährigen Idioten, nämlich Donald Trump. Donald Trump dürfte eigentlich niemals Präsident sein, und dennoch haben die Amerikaner diesen Mann gewählt, zum zweiten Mal, nachdem er überhaupt schon solche Eskapaden gemacht hat in seiner ersten Amtszeit. Die Amerikaner hätten eigentlich Donald Trump nie wieder wählen dürfen, haben es aber trotzdem getan. Warum haben sie das getan? Aufgrund von Fehlinformationen? Und das konnten wir bereits 2014 beobachten. Auch da steckt hinter all dem Übel meines Erachtens Russland mit seiner großen, gigantischen Verwirrungsmaschinerie. Mit Russia Today hat Wladimir Putin ein gigantisches Imperium von Verwirrungs- und Lügenmedien aufgebaut,
die anschließend die Welt mit Falschmeldungen bombardieren. Als der Ukraine-Krieg 2014 zum ersten Mal losgetreten worden ist, also als die Krim annektiert wurde und der Donbass besetzt wurde mit Separatisten, da gab es unglaublich viele Meldungen im Internet, die einfach schlicht und ergreifend Lügen waren. Die Russen haben in ihren Nachrichten einfach gefälschte Bilder gebracht. Sowas würde uns in unserem westlichen Journalismus niemals einfallen. Alles ist bei uns sauber recherchiert und dreifach abgesichert. Bei den Russen geht es einfach darum, den Gegner zu verwirren und Unfrieden und Feindschaft zu stiften. Mit anderen Worten, Wladimir Putin hat es geschafft, die gesamte Welt zu verwirren und diese Nachrichten mit Hilfe des Internets überall zu verbreiten. So dass ich der Meinung bin, dass Wladimir Putin heute viel gefährlicher ist, als es damals Adolf Hitler war. Übrigens, der russische Diktator Josef Stalin war auch kein Waisenknabe. Josef Stalin ist ein Diktator gewesen, dem Adolf Hitler in nichts nachstand. Und auch Adolf Hitler und Josef Stalin waren von 1939 bis 1941 Verbündete. Das wissen die Russen heutzutage auch überhaupt nicht mehr. Es gab den Hitler-Stalin-Pakt. Aber nichtsdestotrotz, Josef Stalin ist heute für die Russen wieder ein Held. Es werden wieder Denkmäler aufgestellt von Stalin in der Moskauer U-Bahn, habe ich gehört. Oder auch in der besetzten Stadt Melitopol wurde ein Stalin-Denkmal enthüllt. Stalin ist wieder ein großer Held. Stellt euch mal vor, bei uns in Deutschland wäre Adolf Hitler jetzt ein großer Held. Die Entwicklungen, die jetzt gerade von Russland ausgehen, sind so hanebüchen, dass wir als Westen, als der verbleibende Westen, denn die USA sind ausgefallen, also wir als Europa und Kanada kann man noch dazu zählen und die restlichen Demokratien, Südkorea, Australien, Neuseeland, also die demokratische Welt muss sich jetzt zusammentun und verbünden, sonst wird der dritte Weltkrieg nicht mehr aufzuhalten sein. Da, wo der dritte Weltkrieg jetzt noch aufzuhalten ist, das ist die Ukraine. Dort muss der böse Diktator Putin mit seinen imperialen Gelüsten gestoppt werden. Und da brauchen die Ukrainer alle Unterstützung. Ich werde das versuchen, in zukünftigen Videos besser zu machen und besser zusammenzufassen und ordentlich aufzuschreiben. Bitte unterstützt diesen Kanal trotzdem, auch wenn ich jetzt hier nicht perfekt geredet habe. Und gebt dem Kanal ein Like, abonniert den Kanal, schaut euch die Interviews an, die ich sonst noch gemacht habe. Sehr interessantes Interview zum Beispiel mit Steffen Dobbert und Ulrich Thiele. Das sind zwei Autoren, die das Buch Nord Stream geschrieben haben. Super interessantes Interview. Schaut euch meine Videos an, meine Interviews und unterstützt diesen Kanal, indem ihr ihn abonniert und teilt. Bis zum nächsten Mal. Euer Christoph Müller, Slava Ukraini.